Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einem versprochenen Video. Und zwar, Kelvin, wo waren wir gerade? Wir waren gerade in der Giga Berlin. Genau, in der Giga Berlin. Wir waren einer der ersten, die wirklich dort auch das Model Y Performance abholen konnten. Ihr seht es im Hintergrund schon. Ja. Wir sind jetzt gerade am Laden, sind auf dem Heimweg. 500, 600 Kilometer müssen wir jetzt noch ballern. So sieht's aus. Wir wollen euch einfach in dieser Zeit mal die Zeit nutzen und euch das Model Y Performance mal zeigen. Denn viele haben ja von euch auch gesagt, ja, die Qualität und sowas, die wäre dann gerade bei den ersten Fahrzeugen nicht so prickelnd. Aber Leute, wartet's mal ab. Wir haben auch noch einige Neuerungen, oder? Genau, es gibt einige Neuerungen zu den Long Range, die jetzt derzeit noch aus China kommen. Die werden wir euch auch noch mal zeigen, denn da werden ein paar schöne Sachen dabei sein. Da werden schöne. Es ist nicht gleich China versus Deutschland bzw. Germany. Also es wird Hammer. Entspannt euch, lehnt euch zurück und nach dem Intro geht's weiter. So, Kelvin, das ist dein Model Y Performance. Korrekt, korrekt. Gratulation erstmal wirklich. Es war ein Mega-Event. Elon war dabei. Wir waren dabei, ja. Wir waren hyped ohne Ende, muss man echt so sagen. Ja. Und Kelvin, kannst du kurz mal Fakten erzählen zum Fahrzeug? Genau. Erstmal, was macht denn ein Y Long Range zu einem wirklichen Y Long Range Performance? Wenn wir uns jetzt mal genau anschauen. Wir haben im Grunde optisch erstmal wieder ein Model Y ganz normal. Dann kommen aber hier gleich mal serienmäßig 21 Zoll. Dann haben wir hier die große Bremsscheibe. Da haben wir hier auch den großen Bremssattel. Also da merkt man schon, okay, hier gibt's ab. Ja, wir fahren hier Pirelli, war Kelvin 255 oder wo? Genau, 255, 35, 21 Pirelli. 21 Zoll, Leute. Genau, so sieht's aus. Das ganze Fahrwerk ist auch 1 cm tiefer. Das sieht man jetzt nicht ganz unbedingt, aber so, gerade wenn er voll beladen ist, sieht man es dann definitiv. Und wir werden ja auch in dem Sinne ja auch noch mal das Ganze ein bisschen tiefer bringen. Auf jeden Fall, da kommt ein KW rein. Wir bringen das direkt schon nachher zum Reifenreber noch. Hier hinten fahren wir 275er. Ihr seht es ja, ich schwenke die Kamera mal. Ja. 21 Zoll. Es ist Baba. Genau. Das heißt aber auch, ihr könnt Vorder- und Hinterachse nicht mehr tauschen. Ja. Wie es zum Beispiel beim Long Range Modell genau ist. Und Leute, ich kann auch euch ehrlich sagen, also ich habe mit meinen Schlappen, die ich bei meiner Karre drauf habe, 295 hinten, 255 vorne, ein Monsterverbrauch, muss ich echt sagen. Da kann ich nicht, der Verbrauch ist monströs. Also wir sind eben gerade schön VMAX geballert. Ja. Also wirklich. Wir sind bei 22 hattest du jetzt? Nein, das war schon mehr. Also wir waren jetzt so bei knapp 27, 28, aber da waren wir wirklich immer 200 oder höher. Und das habe ich bei 120. Ja. Leute, Kelvin, ja. Neuer Punkt. Was haben wir noch? Wir haben natürlich hier ganz normal den Carbon-Spoiler, der wirklich die Performance-Modelle auch optisch jetzt, ich sag mal, ein bisschen abgrenzt von den anderen Fahrzeugen. Ansonsten, Spaltmaße, wie sieht's denn da aus? Spaltmaße? Ja, können wir mal gucken? Ja, also alles wirklich in Ordnung. Wirklich, ey, Wahnsinn. Wenn man auch hier mal schaut, also hier, das passt soweit alles. Ja, das ist top. Ja, das ist echt top. Hier der Übergang. Aber auch alles hier, auch dass hier die Tür nicht versetzt drin sitzt. Das ist auch alles in Ordnung, Türgriffe und so. Ich meine, man kennt es ja schon von den China-Modellen. Das ist schon alles sehr, sehr gut geworden. Ist jetzt hier bei den deutschen Modellen genauso gut, mindestens. Mindestens, auf jeden Fall. Und wir haben auch den Eindruck, wie haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, die Jungs und Damen, Ladies und so weiter und Herren von der Giga Berlin, die legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass auch Qualität stimmt, wa? Genau, das ist es. Also wir durften ja noch mal rein, alleine. Ja. In die Giga Berlin, quasi eine Art Mini-Privatführung. Und da konnten wir auch gerade in der General Assembly wirklich noch mal sehen, da waren einige Modelle noch mal rausgenommen, markiert, Panel Gaps und sonst was, Lackierfehler oder sonst was, wurde alles rausgenommen. Also da wird sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Wir müssen aber auch sagen, das sind die allerersten Fahrzeuge, die aus Berlin rauskommen. Das heißt, da wird natürlich geguckt, dass sie auch richtig, richtig gut sind. Das muss man fairerweise sagen. Aber ich denke, Thema Qualität ist ganz oben. Eine witzige Sache, die wir eigentlich erst später gemerkt haben, als wir uns ins Auto gesetzt haben, weil wir waren eigentlich die ganze Zeit nicht im Auto und haben uns die ganze Zeit nur das Auto angeschaut. Und als wir losgefahren sind, haben wir gemerkt, so, ey André, irgendwie sitzt man anders. Ja. Man sitzt irgendwie anders, ne? Ja, ich meine, wir mussten wirklich dreimal uns, weißt du, mit dem Arsch reinfläzen, wirklich um zu merken, ist das jetzt anders oder saßen wir schon lange nicht mehr einfach im Auto? Ja, ich muss sagen, ich habe ja ein bisschen breiteres Kreuz und ich saß drin, ich dachte, Alter, was ist denn hier für ein Seitenhalt drin? Wir schauen es uns mal an. Genau. Die Sitze sind ein bisschen härter, nicht so schwammig wie bei den Amis. Also was ein ganz, ganz großer Punkt ist, also wir haben hier eine andere Polsterung, die ist wesentlich stabiler und fester. Ja. Nicht unkomfortabel fest, aber man merkt definitiv, ist es fester. Wir haben hier auch eine andere Naht, das sieht man definitiv. Und was viel, viel krasser ist, das habe ich ja eigentlich immer
ein bisschen bemängelt, gerade bei den US-Fahrzeugen Ja. und bei generell allen Teslas. Die Seitenwangen, die waren sehr, sehr, ja, weit offen. Ja, Ami halt. Genau, Ami-mäßig. Ne? Und jetzt sind sie wesentlich enger. Und Warte das ist mal. gerade beim Performance mega geil. Ja, Mega das seht geil. ihr auch jetzt im Seitenprofil. Ja. Das ist hier ein bisschen weiter raus. Wir haben das Gefühl. Also wa? ich muss ja auch sagen, also wir sind ja eben gerade wirklich VMAX durch. Also wirklich, was hatten wir? 251, 252 hatten wir drauf. Und du sitzt wirklich gut drin. Ohne dass du jetzt irgendwie von links nach rechts schwingst. Hatte ich bei meinem Model 3 ja immer so ein bisschen. Du fliegst ja immer von links nach rechts durchs Auto. Hast du hier gar nicht. Ja, wenn du jetzt gerade so hin und her schwankst, wie ist denn eigentlich das Fahrwerk? Fahrwerk, gute Sache. Also ich muss sagen, ich bin jetzt ein Stückchen gefahren. André, du kannst ja mal ein paar Sachen einblenden. Also es ist wirklich in Ordnung. Also das Auto ist zwar sehr hoch, aber ich muss euch echt sagen, es poltert nichts. Es wackelt nichts. Du schwimmst nicht auf der Straße. Also das kommt, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob die da auch ein anderes Fahrwerk drin haben. Das können wir soweit halt nicht bestätigen oder jetzt irgendwie nachprüfen. Das wird vielleicht, wenn wir das jetzt beim Reifenreber tiefer legen lassen, wird sich das vielleicht ein bisschen zeigen. Aber was wir definitiv merken, ist die breite Bereifung. Die breite Bereifung macht das Auto enorm stabil. Und selbst mit diesen Felgen haben wir echt einen geringen Verbrauch für die Geschwindigkeit, die wir gefahren sind. Ne? Absolut. Also wie gesagt, ich sehe es ja jetzt aus meiner Erfahrung Ja. und der Verbrauch lässt sich sehen. Ja. Akku ist LG 5L Akku im Prinzip, wie auch bei den China-Modellen drin, da ist kein Unterschied. Lass mal Merkmal zeigen, was wirklich ein gravierender Unterschied zu China ist. Kofferraum. Kofferraum. Thema, falsche Richtung. Falsche Richtung. Weil wir laden nämlich gerade, weil wir sind wirklich ratzeputzleer. So, nicht wundern, die Fahrzeuge sind alle noch auf Kurzzeitkennzeichen, weil Tesla heute erst die Papiere von den Behörden bekommen hat für die Fahrzeuge. Das heißt, es gab noch gar keine Zeit, die zuzulassen. Der Wagen ist am 19. März gebaut worden. Wir haben heute den 22. So, wir haben jetzt hier eine Ablage, also eine Kofferraumablage drin. Die können wir hier, zack, nach vorne schieben. Man kann sie jetzt auch so nicht rausnehmen, das geht nicht. Dazu müsste man höchstwahrscheinlich die Rückbank umklappen. Man kann sie ja vorne, nach hinten, wie man es braucht. Ja, ihr seht, wir haben jetzt hier schon ein paar Taschen drin, Koffer und so weiter. Das ist alles gleich geblieben, mehr oder weniger. Da hat sich jetzt nichts geändert. Auch hier Heckklappe, alles ganz normal, bis auf das hier. Kelvin, wir haben jetzt... noch was gefunden. Wir haben noch was müssen gefunden. wir gerade nochmal nachtragen. Genau. Weil wir gerade eigentlich die ganze Zeit darüber gesprochen haben, ob noch irgendwelche Verzurpunkte da sind. Und tatsächlich sind hier Ja, Verzurpunkte. jetzt sind Verzurpunkte drin, ist ein bisschen dunkel, aber Ja. wir können euch versprechen, da sind Verzurpunkte hinten an den Rücksitzen sowieso. Ja. Das seht ihr ja hier drüben, genau, die sind hinterlegt. Und wir haben jetzt hier auch auf der Seite Zurpunkte. Krass, Kelvin. Mach mal bitte zu. Leute, und das Geniale ist, was Tesla wieder gemacht hat, wenn wir jetzt hier hinter gucken, dann sehen wir noch über der Kofferraumabdeckung die Lautsprecher. Gut, das seht ihr jetzt vielleicht nicht so, weil es schon so dunkel ist, aber die sind genau da drüber. Das bedeutet, wir haben hier noch mal wegen der Akustik von der Soundanlage wirklich Bombe. Wirklich Maschine, oder? Genau. So Leute, wir gehen jetzt noch mal in den Innenraum rein, denn hier hat sich was geändert. Kelvin, Genau, sag mir. wir waren gerade fahren und plötzlich merken wir hier vorne, die Kamera, die ist ja viel, viel größer auf einmal. Die ist viel, viel größer. also ja. viel, viel größer. Das heißt, auch die Aufnahmen werden viel, viel deutlicher sein Ja. jetzt demnächst. Also mal gucken, was da noch kommt. Das passt auch ein bisschen ins Bild rein von Tesla, dass so diese Versicherungsgeschäfte und diese Kameraüberwachung im Innenraum. Genau. Das wird ein Das großes ist Thema Fakt. sein. Ja. Genau. Und was wir auch festgestellt haben, hier beim Rausgehen, reinsteigen, merkt man auch, dass sich das Material hier hinten vom Griff gerade auf der Rückseite geändert hat. Es ist ein Ja. bisschen rauer geworden. Dadurch ist der ganze Griff auch griffiger. So kann man es echt formulieren. Ja. Das heißt, da haben wir auch eine Materialänderung, war Kelvin? So sieht's aus. Und wir haben noch eine kleine Änderung. Gerade für die Leute in eher kühleren Gebieten. Wir haben jetzt beheizte Wischerdüsen und die sind jetzt auch hier anders angebracht. Die waren ja davor hier vorne. Ja. Und jetzt haben wir sie hier quasi separat angebaut. Genau, was hast du denn von der Win, Kelvin? Die kann ich ja mal zeigen. Ha? Da wisst ihr auch Bescheid. Elon steht ja nicht mehr in der Win, aber du hast eines der ersten Fahrzeuge wirklich hier. Es ist ein Highlight, es ist echt ein Highlight. Genau. Wir sind auch noch ein bisschen unter Strom, muss man echt sagen. Deswegen verzeiht uns, wenn es ein bisschen hektisch gerade war. Genau. Aber wir wollten die Sonne noch nutzen. Das Video muss noch geschnitten werden. Und ihr seht es ja heute am Mittwoch. Ihr seht es ja dann heute auch schon. Deswegen hoffe ich, gefällt es euch. Ihr seht auch noch ein Video, jetzt vielleicht später im Tagesverlauf, von den ganzen Tag. Von, Genau. diesen- Was halt abging, Ja. bevor wir den Wagen bekommen haben. Genau, Elon Musk stand wirklich 2 Meter von uns weg. Also es ist mit Worten nicht zu beschreiben. Wir hatten Gänsehaut Ja. und die Stimmung, auch die Menschen, das war, Olaf Scholz war da, war. Ja. Also wir beide waren da, Ja. ganz wichtig. Noch wichtiger. Ja, von daher haben wir noch eine Änderung, lasst kurz überlegen, aber ich glaube, das waren sie soweit. Nee, das war's soweit. Das war soweit, ansonsten,
Doch, hinten Doppelglas. Ja, das haben aber auch, die kannst du ja nochmal zeigen, das haben wir auch die Model Y aus China. Ach, haben die es auch Ja, schon? ja, das haben die auch schon drin. Ja. Da verlinke ich euch oben mal ein Video zu, das seht ihr hier nochmal. Ja. Ja. Da verlinke ich euch oben mal ein Video zu. Da hatte ich ja, ich glaube, vor 3 Wochen schon mal ein Video gemacht mit den ganzen, ich sag mal, Refresh-Änderungen von 2022er Modell. Ansonsten, Kelvin, mach mal einen Abschied, oder? Ich wünsche dir wirklich eine schöne Zeit mit deinem neuen Fahrzeug. Danke, danke, danke. Und wir legen den auf den Boden, das ist Ja. Fakt. Der muss umgebaut werden. Ansonsten, wir wünschen euch einen schönen Tag, halt die Ohren steif. Und wir fahren jetzt nochmal 500 Kilometer weiter. Ja. Ciao. So, ihr Lieben, wir melden uns nochmal kurz, weil wir sind jetzt auf dem Heimweg. Kelvin ist am Steuer. Genau. Und wir sind jetzt kurz vor Marburg, im Prinzip da, wo Kelvin mich jetzt rausschmeißt, im wahrsten Sinne des Wortes. 22:47 Uhr sind wir da in 18 oder 15 Kilometer. Wir wollen mal kurz gucken, wie ist der Verbrauch. Und wir sehen hier bei Trip, wir haben jetzt 474 Kilometer runter und insgesamt einen Verbrauch von 23,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja. Kelvin, wie bist du gefahren? Ja, also den ersten Teil sind wir so 120, 130 Kilometer, sind wir wirklich Volldampf VMAX gefahren, also 250, 200, eigentlich stetig durch und danach eigentlich relativ normal, so zwischen 110 und 140 km/h und jetzt nochmal, ich sag mal, knapp 60, 70 Kilometer Landstraße. Also ein guter Mix mit einem stärkeren Autobahnanteil. Auf jeden Fall. Und da sind 23 mehr als easy. Also wir hatten auf dem ersten Teil halt so zwischen 27 und 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, was für Vollgas auch richtig gut ist. Also das haben ja manche Fahrzeuge, wenn sie normal unterwegs sind. Genau, das wollten wir euch jetzt nochmal mitteilen, Leute. Einen schönen Abend wünschen wir euch.